Willkommen zum kleinen Update zum Thema Bela Placement. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, in den Foren gab es doch relativ viel Hass zu den neuen Kameraeinstellungen, Field of View und dem ganzen Schabernack. Und wie ihr hier vielleicht gerade sehen konntet, gibt es die Möglichkeit, oder vielmehr passiert es ab und zu, dass ein Commander eine Ramme wirft und er will sie ins Tor werfen, aber die fliegt nur bis zur Hälfte der Strecke, weil sie irgendwo hängen bleibt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute es kennen. Ich denke aber, es sind sehr wenige, weil ich es fast noch nie irgendwo in der Feste gesehen habe, dass es benutzt wird. Man kann das ein bisschen für sich selbst ausnutzen. Im Regelfall sieht es so aus, wenn eine Bela irgendwo vorbeifliegt und es nur 1-2 Pixel entfernt ist, bleibt es an der Kante hängen. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe oben an die Zinne gezielt. Es ist aber eigentlich an dem vertikalen Pfeiler davor hängen geblieben, weil ich mit dem grünen Feld so weit nach links gegangen bin, bis es kurz vom roten war, wirklich nur ein Pixel oder eine minimale Bewegung mit der Maus. Und dann kommt man sowas hin, wie es hier ist. Der erste PW war ein bisschen leichter geworfen, der zweite, den habe ich mal ein bisschen so weit geworfen, wie es eigentlich geht. Und der ist von außen nicht sichtbar, mit normalen AOEs nicht abzuräumen und dementsprechend auch relativ gut gewappnet gegen PWs, die außen gestellt werden, weil die müssen auch erstmal die ins Target bekommen oder die überhaupt sehen können. Was ich hier versuche, ist jetzt in der Mittelfeste am Nordwesttor. Da haben wir diese schönen Eckzinnen. Bei den Eckzinnen muss man wissen, man kann sich auf die Mitte draufstellen, an der Wand. Ist ein bisschen schwierig, werde ich gleich auch zeigen, wie man es macht. Jetzt gerade eben geht es erstmal darum, dass man die Fallwegen an die richtige Position wirft. Es ist immer ein bisschen schwierig, den richtigen Winkel rauszubekommen, wo es hängen bleibt, weil es sind halt wirklich nur 1-2 Pixel, aber ihr habt es jetzt gesehen, ich habe ein bisschen Mist gebaut, aber es hat beim dritten Mal geklappt. Und wenn man dann weiß, wo man steht, dann kann man sich einfach mal einen ÜPW in die Hand nehmen und den dann dahin werfen. Wie ihr jetzt seht, beim Runterfallen, beim Aufbauen, klar kennt ihr, bei einer Wand springt, hochdrückt, F4 steht. Hier ist es so, man geht einen Schritt nach hinten, sobald man runterfällt, tippt man einmal nach vorne. Man bleibt in der Eckzone hängen. Das funktioniert bei fast allen, auch in der Bucht, auch im Hügel. Außen ist immer eine Geschichte, innen, ich weiß nicht, warum es so ist, es funktioniert. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, man kommt ein bisschen ans Cuttereck, man wirft die sowieso nicht komplett südlich, die Cutters, weil die sollen meistens auch aufs Innentor schießen. Dementsprechend ist es eine ziemlich OP-Position. Das hier ist, Treppen habt ihr an fast jeder an jeder Mauer. An Treppen kann man hervorragend das mit dem Problem, dass es irgendwo hängen bleibt, ausnutzen. Ich ziele auf die rechte Zinne oben, gucke von links unten von der Treppe hoch, bis es kurz vom Roten ist, werft den PW und er steht auf der Hälfte der Treppe. Hier ist es jetzt noch ein bisschen weit oben. Man kann fast bis aufs untere Drittel. Ich würde empfehlen, immer bis zur Hälfte zu gehen. Man kann dann, selbst wenn derjenige oben auf die Zinne drauf aimen kann mit dem PW von außen, den PW fast nicht mehr treffen. Und selbst wenn es nur mit 1-2 Hits ist, wir können ihn komplett sehen. Sprich, wenn wir vernünftig deffen, wenn wir vernünftige Speeransagen bekommen, kann der Speer das vorher schon wegmachen, bevor die auch irgendwie reagieren können. Hier ist das gleiche im Hügel. Da mache ich es jetzt mal ein bisschen tiefer. Einfach nur so, um zu zeigen, wo ich sagen würde, eine vernünftige Position dafür ist. Ja, gut, man kann es mehr oder weniger überall machen, wo eine Treppe ist. Aber Treppen sind einfach das Beste, weil man muss halt immer sagen, wenn man einen PW wie vorhin im Westung zum Beispiel wirft, muss man immer so weit nach hinten gehen, dass es so aussieht, als würde man in der Luft schweben neben der Mauer. Weil die PWs haben eine maximale Range, auf der man sie besetzen kann, sonst wird man immer rausgeworfen, hat man auch am Anfang gesehen. Ich baue dann natürlich noch ein bisschen weiter auf. Ich würde zum Thema, ob man es jetzt Bug-Using nennt oder nicht, das gab es seit der Beta. Es wurde immer noch nicht gefixt, es ist auch nicht völlig unbekannt. Deswegen, wenn diese Diskussion aufkommt, man muss dazu sagen, dass es auch nicht wahrscheinlich so gedacht war, dass man jetzt mit Fallwegen in den Innenring von Festen schießen kann von außen. Nordost, Mittelfeste zum Beispiel, kann man in den Innenring schießen. Das ist ein Witz. Deswegen denke ich nicht, dass es OP ist. Man kann sowas hier natürlich aber auch als offensiv benutzen, zum Bela werfen. Hier zum Beispiel eine Ramme Innenring Bucht. Geht Außenring sogar noch besser, aber da waren leider gerade ein paar Roamer, deswegen kann ich euch das hier nicht zeigen. Man geht halt links hoch, da ist eine Laterne, auch außen. Man kann auf diese Laternen von links draufspringen. Klar, alleine, wenn ich das probiere, dauert es ein bisschen. Wenn man da mit 30 Mann steht und wirft so eine Ramme, steht das Ding instant ist auch besetzt. Dementsprechend auch sehr gut, kann man halt mit dem Öl nicht treffen. Zumindest am Südaußentor schon mal nicht. Ne, kann man auf jeden Fall so machen. Ihr seht ja, man kann die relativ gut aufbauen, indem man einfach links hochspringt. Und ja.
Ist natürlich dann auch schlechter zu treffen mit so Geschichten wie Trebuchets. Man kann es noch ein bisschen weiter links, ich würde sogar dazu tendieren, es eher weiter links und ein bisschen weiter unten zu werfen, weil von der Höhe ist es eh mehr oder weniger unerreichbar für das Öl und man ist auch immer noch ein gutes Stück in Range. So, hier noch ein letzter Aspekt davon. Ich werde jetzt ein paar Ballisten werfen, um das Bela Cap zu erreichen. Und wie ihr immer gesehen habt, ich habe immer irgendwo hingezielt, es ist aber vorher hängen geblieben. Sprich, was ich jetzt hier gerade provoziere, ist das Bela Cap an diesem Ort. Und jetzt werfe ich hier ein bisschen hin und her. Die Range davon ist eigentlich relativ groß. Ich weiß, hätte ich auch eigentlich zeigen können. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Stück weg. Das war leider ein kleiner Fail. Jedenfalls, jetzt ziele ich in den Nordraum, wo ich weiß, dass kein Bela Cap mehr da ist. Habt ihr ja gerade gesehen an dem PW. Was ich jetzt provoziere, ist, dass der PW an der Zinne oben hängen bleibt. Sprich, eigentlich steht er da unten, aber er ist ja oben und ich kann ihn hier noch werfen. Und so kann man das Bela Cap zum Beispiel umgehen und man hat nicht mehr diesen Struggle mit, was baue ich zuerst auf. Jedenfalls, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rumexperimentieren. Ich bin Tingle Tangle Bob von Galleon und man hört sich.